Hey und willkommen zu meinem 14. Video aus Schwedisch Lappland. Dieses Mal bin ich tiefer eingetaucht in die Welt der samischen Urbevölkerung. Und zwar zuerst einmal im Padjelanta Nationalpark. Das ist einer der 4 Nationalparks, die auch zum UNESCO-Welterbe Laponia gehören. Dort kommt man hin ab dem kleinen Ort Kvikkjokk, schon ganz nah an den Bergen. Und man kann an den Ort, wo ich im Padjelanta war, 4 Tage hinwandern oder man nimmt den Helikopter. Das tun mittlerweile sogar auch sehr viele Samen selbst, denn es gibt einige kleine Hütten in dem Nationalpark und die gehören wirklich samischen Rentierzüchtern, die zu einer bestimmten Gemeinschaft gehören, einem Samendorf sagt man, aber das ist kein wirkliches Dorf, das ist eine administrative Gemeinschaft von Rentierzüchtern, die bestimmten Gebieten eben zugeteilt sind und in diesen Gebieten auch ihre Rentiere haben. Und im Sommer sind die Tiere natürlich jetzt in den Bergen unterwegs. Und anstatt da einfach nur im Padjelanta rumzuwandern, wie es halt die meisten Touristen tun, habe ich mich entschieden, ein samisches Paar zu besuchen. Die hatte ich schon mal im März in ihrem Sommersitz in der Nähe der Küste hier kennengelernt. Das sind Katharina und Ronny. Katharina ist eine schwedische Samin, Ronny ein norwegischer Same und ein ganz, ganz nettes Paar. Und die haben mir gesagt, du kannst uns einfach mal besuchen kommen. Die beiden sind nicht nur Rentierzüchter, sie haben auch Rentiere, aber sind eben auch sehr viel im Tourismus aktiv. Und sie haben in Staloluokta, das ist der Ort am See mitten im Padjelanta Nationalpark, wo ich war, einen kleinen Kiosk. Dieser Kiosk heißt Pafas Kiosk, also Katharina heißt mit Nachnamen Pafa. Und das ist ein Kiosk, den das Paar schon seit einigen Jahren jetzt führt, übernommen hat von Katharinas Familie. Und dort verkaufen sie an Wanderer wirklich ganz viele Lebensmittel, Snacks, Getränke. Und man sagt, das ist der abgelegenste Kiosk wirklich in ganz Schweden. Dort bin ich also hingeflogen mit dem Helikopter an einem wunderschönen Tag. Man hatte wirklich einen traumhaften Blick in diese Bergwelt. Und dort habe ich einige Tage mit Katharina und Ronny verbracht und wollte mir mal anschauen, wie so ein samisches Paar wirklich den ganzen Sommer mitten in diesem Nationalpark verbringt, ganz weit weg von Geschäften, von anderen Menschen. Und es gab zwar ein paar Hütten auch um das Haus der beiden herum, aber die haben mir erzählt, also die anderen Samen kommen immer nur, wenn die Kälber markiert werden zu Anfang des Sommers und dann sind die ganz schnell wieder weg, weil den meisten selbst das dort auch zu einsam ist. Und Katharina und Ronny bleiben dort also bis in den September hinein, um den Kiosk zu führen. Ja, und dann landete der Helikopter mitten in dem Garten von den beiden und die Waschmaschine ist erstmal weggeblasen, dann war die erstmal kaputt. Das war richtig ärgerlich. Und ja, es war einfach wunderschöne Tage und ich habe in einer kleinen Hütte direkt neben dem Haus gewohnt, direkt neben der Sauna. Und das war so nett. Ich bin auch ein bisschen rumgewandert, habe mir natürlich ein bisschen was angeschaut, wenn die beiden auch zu tun hatten. Und ansonsten sind wir auch mal zusammen Pilze und Moltebeeren suchen gegangen. Die Moltebeeren wachsen nämlich dort im Park jetzt erst so ja, im August. In der Küste sind sie schon längst verblüht. Und dann haben wir ganz oft zusammengesessen abends am Feuer, haben den Sonnenuntergang über dem See geschaut. Das ist angeblich der schönste See Schwedens übrigens, der Vedihaude. Und ja, haben ganz viel uns ausgetauscht. Und ich fand es total interessant, so vieles von den beiden zu lernen, auch noch mehr über Rentiere. Ganz so viel werde ich euch jetzt natürlich nicht verraten, das ist ja fürs Buch. Aber ich habe unter anderem gelernt, dass Rentiere immer gegen den Wind laufen. Und wisst ihr warum? Ich dachte zuerst, das gibt es auch gar nicht. Wer geht denn gern gegen den Wind? Das ist ja immer viel anstrengender. Und zwar tun die Rentiere das, weil sie so den Geruch von ihren Feinden besser wahrnehmen können. Also es gibt ja viele Raubtiere, die gerne Rentiere futtern, zum Beispiel Bären oder Luchse oder alles Mögliche, auch Adler. Und der Wind hilft dann eben den Tieren zu merken, aha, da kommt ein Bär. Ja, das fand ich super interessant. Und dann habe ich auch gelernt, dass man sagt ja oft, der Sarek, der neben dem Padjelanta Nationalpark ist, das wäre noch die letzte Wildnis in Europa. Und Katharina und Ronny meinten, das ist ja absoluter Quatsch. Richtige Wildnis gibt es hier oben in Schweden nämlich gar nicht, im Gegensatz zu dem, was ich so angenommen habe.
Denn das ist alles lebendige samische Kulturlandschaft. Also das ist ganz wichtig für die Samen, weil das eben alles Land ist, was sie auch für ihre Rentierzucht nutzen. Und das ist eben nicht einfache Wildnis. Da gibt es hier und dort mal Hütten, die die Samen eben nutzen, wenn sie mit ihren Rentieren was zu tun haben. Und ja, da wird wirklich diese kulturelle Tradition der Rentierzucht eben aufrechterhalten. Und deswegen ist das nicht einfach nur Wildnis, wo die Natur sich selber überlassen ist. Ich fand es ganz toll auch zu sehen, wirklich mit wie wenig die beiden, Katharina und Ronny, da auch in den Bergen wirklich auskommen. Sie haben eine ganz einfache, aber gemütliche Holzhütte, ein Plumpsklo, dann eine Sauna ist ganz wichtig, ein Waschbecken, wo sie ein bisschen Geschirr waschen können mit Wasser, was aus den Bergen kommt. Da haben sie sich einen Schlauch zugelegt, einen Zugang. Und ja, die brauchen einfach nicht viel. Also die bringen schon ab Ende des Winters einige Sachen mit dem Schneemobil dorthin, auch für den Kiosk, um den zu bestücken. Und auch für sich, was man so braucht, was länger haltbar ist. Und Katharina macht gerade noch ihren Doktor in Pädagogik, das macht sie dann auch dort. Ja, Internetzugang ist nicht immer so gut, weil sie halt viel mit Solarenergie arbeiten und Batterien. Das hält nicht immer so, aber irgendwie klappt das. Und die beiden, die waren so zufrieden. Und wirklich ein so herzliches, freundliches Paar. Also ich war richtig begeistert von diesem ganz einfachen, aber doch unheimlich schönen Leben dort in den Bergen, was ich so ein paar Tage miterleben durfte. Ja, und ich merke eigentlich selber immer mehr hier in Schwedisch Lappland, also die Grundbedürfnisse, die ich habe, das ist eigentlich ein gemütliches Dach über dem Kopf, dass mir einigermaßen warm ist, dass ich trocken bin. Es gibt nichts Schlimmeres, als wirklich so klatschnass zu werden, finde ich. Dass mein Magen einigermaßen voll ist und dass ich genug Wasser zu trinken habe. Das sind wirklich so die ganz einfachen Sachen, auf die man sich immer wieder so zurückbesinnt, wenn man auch draußen in der Natur ist. Und ja, viel mehr braucht man eigentlich wirklich nicht, merke ich dann. Alles andere ist nur Luxus. Macht natürlich Freude, aber ist Luxus. Lite grann och så sätta på tungan. Okay. Och hur vet du om det Om det bränns, om det bränns är det inte då gott? ska man inte äta. Det här bränns. Okej. De tycker också renarna. Ja, verkligen. Jag kan visa. Jag tar, tittar. Så brukar jag göra så här. Ta bort, det här ska man inte äta. Om man tar bort det så ser man om det är mask. Okej. Vi är bättre tillsammans än vad vi är för sig. Ja.
ist gerade Picknickzeit oder wie man in Schweden sagt, Fika-Zeit. Fika ist ja immer so ein Kaffee und ein Snack. Kaffee habe ich jetzt nicht, aber es gibt Knäckebrot, Renkorv, also Rentierwurst. Und zum Nachtisch kann ich mir dann direkt hier ein paar Blaubeeren pflücken. Partyfjällen. Man sitter här på kvällen och lyssnar på Lars, vad heter han? Winnerbäck. Lars Winnerbäck. Ja. Ja, det är kul. Ja, men nu är ni välkomna till Hova bar. Tackar. Det var förra året, då blev vi utnämnda till one of the most remote bars in the world. Jag fick inte låna värsta japanska kniven. Oj. Och sen har jag förgjort här rallarossaft. Och det ser kanske inte så mycket ut för världen, men den har en väldigt speciell smak. Dann hatte ich im August auch gleich zweimal das Glück, bei der Hova Bar eingeladen zu sein. Das ist eine ganz nette Bar von einem samischen Paar aufgetrieben, gar nicht so weit von Båtskärsnäs entfernt. Das ist so knapp eine Stunde von mir. Und die haben wirklich mitten im Wald eine ganz einfache Bar aufgemacht, die Hova Bar also. Und da gibt es eigentlich nur einen Tisch aus Holz mit ein paar Bänken und dann haben sie sich ein kleines Dach zusammengezimmert, wo sie drunter kochen und einen kleinen Tresen für die Bar eben, wo man auch Getränke dann zusammen mischen kann. Und das ist sowas von nett und so gemütlich und ich saß da wirklich stundenlang und habe überhaupt nicht auf die Uhr geschaut und auf einmal schaute ich mir auf die Uhr und dachte, es ist ja schon 16 Uhr und ich war irgendwie um 11 Uhr gekommen. Also man sitzt da wirklich immer locker stundenlang im Wald, langweilt sich kein Stück. Hat auch überhaupt kein Bedürfnis, irgendwann mal wieder wegzufahren, weil es einfach so entspannt ist. Und dann kann man dort ganz verschiedene Gerichte probieren, also aus der samischen Küche, wie zum Beispiel Pfannkuchen aus Rentierblut. Also da dachte ich auch, aber dann war das so lecker, also das schmeckte überhaupt nicht irgendwie eklig, sah auch nicht eklig aus, wenn es dann fertig gekocht war. Und ich finde das so spannend, auch mal solche Gerichte jetzt kennenzulernen, die eben typisch samisch sind. Und die Samen, die verarbeiten nun mal alle Teile vom Rentier, da wird nichts weggeworfen, also das Blut wird auch verwendet. Und ja, dann ein zweites Mal war ich nochmal eingeladen, eine gute Woche später. Da hatten sie nämlich einen samischen Starkoch zu Besuch. Das ist der Christopher, den werde ich euch auch verlinken, wenn jemand von euch Interesse hat. Und der hat wirklich ein 8-Gänge-Menü gezaubert für mich und einige andere Besucher, die geladen waren. Und das war toll. Also unglaublich, was der da alles zustande gebracht hat. Es gab auch natürlich wieder einiges aus Rentier, wie zum Beispiel Rentierleber und Rentierzunge gab es auch. Dann gab es aber auch Fisch und Auerhahn. Und zum Nachtisch ist immer ganz beliebt, gerade in der Region des Tornedalen, wo auch die Hova Bar ist, der Kaffeeost heißt das. Das ist Kaffeekäse und das ist spezieller Käse, den wirft man tatsächlich in kleinen Würfeln in den Kaffee, lässt den kurz einziehen und dann isst man das eben mit dem Kaffeegeschmack. Das ist also ganz beliebt in der Region, ist auch in Nordfinnland sehr beliebt, habe ich gelernt. Und das gibt es dann immer zum Abschluss. Und wenn das dann auch noch so auf so ein Bett von Moltebeeren kommt, oh, absolut lecker. Zum entspannenden Ende habe ich euch wieder ein paar Szenen hier aus der Gegend zusammengestellt. Zuerst von Vassholmen, das ist eine wunderschöne kleine Insel in Kalix, wo im Sommer ein Café geöffnet hat. Da kann man dann was Kleines essen und das ist wirklich, ja, man fühlt sich mitten in der Natur, umgeben von Wald.
Und dann kommt natürlich auch wieder ein bisschen was von Baskeri, meinem geliebten Bordscherschness. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen entspannen. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt wieder und hoffentlich bis zum nächsten Mal.